Die Alpen sind ein wunderschönes Mosaik aus Wiesen und Wäldern, Fels und Schutt, Eis, Schnee und Wasser. Überall finden Pflanzen und Tiere ihren Lebensraum. Das macht die Alpen zu einem Hotspot der Artenvielfalt, mitten in Europa. Die Kiemen, die so seitlich, der weiße Flaum, der da raussteht, war selber, wenn wir ins Wasser springen, dass wir dann Kiemen hätten und wenn wir draußen sind, haben wir unsere Lunge. Ja, warum nicht? Praktisch schwer. War ja toll. Gell? Doch die Alpen verändern sich. Gletscher schmelzen, die Vegetationszonen verschieben sich, es wird wärmer. Ich frage mich, was das für die Natur bedeutet, die das in die Berge gehen für mich so faszinierend macht. Wir verlieren jetzt aber nicht nur Wasser, wir verlieren jede Menge an Biodiversität. Also nicht, dass mir das jetzt gefällt, aber wo was weggeht, kommt dann eben was Neues. Ich denke, der Mensch hat schon sehr viel beeinflusst und störend verändert natürlich. Und da muss man sagen, da ist es besser, wenn sich der Mensch in manchen Regionen einfach zurückhält. Was passiert, wenn der Gletscherfloh seinen Lebensraum verliert? Welche Arten finden in den freigelegten Flächen neue Lebensräume? Wie kommen Murmeltiere mit den steigenden Temperaturen zurecht? Und wie müssen wir den Naturschutz verändern, damit er zu den neuen Bedingungen passt? Ich bin hier in den Ötztaler Alpen unterwegs, in der Nähe von Obergurgl. Hier kann man die vielfältigsten Lebensräume entdecken und auch erkennen, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten verändert haben. Zumindest, wenn man die entsprechende Expertise hat. Und weil ich die nicht habe, bin ich hier nicht alleine, sondern treffe mich mit Leopold Füreder. Professor Dr. Leopold Füreder ist Naturschutzforscher, Zoologe und Limnologe. Das heißt, er hat sich im Bereich der Biologie vor allem mit Süßwasserlebensräumen beschäftigt. Ein besonders wichtiger Bereich sind für ihn die Auswirkungen von menschlichen Eingriffen, Landnutzung und die Folgen des Klimawandels gewesen. Ich spreche in der Vergangenheit, weil Leopold Füreder inzwischen offiziell in Rente ist, aber Lehre, Forschung und Wissenschaftskommunikation lassen ihn immer noch nicht los. Einen besseren Experten hätte ich für unsere Entdeckungsreise wohl kaum finden können. Seit 30 Jahren forscht er schon hier am Geisbergferner und am Rotmoosferner. Erst als Student, dann als Assistent und dann als Professor. Du bist ja schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich hier forschungstechnisch unterwegs. Wie haben sich denn vor allem die Gletscher in der Zeit verändert? Wir stehen jetzt fast schon an der End- und Stirnmoräne und auch Seitenmoräne der 1850er maximalen Gletscherausdehnung. Das heißt, das war die kleine Eiszeit und da war ein maximaler Gletscherstand, wo die Gletscher wieder vorgerückt sind, bis ins Jahr 1850. Und von da an ging es dann wieder stetig zurück, bis zu einem nächsten markanten Merkmal und Zeugnis, das man in der Landschaft sieht, ist die 1920er End- und Stirnmoräne. Und darum kann man da wunderbar diese Abfolge von der Vegetation älter als 1850, das heißt, die Jahrhunderte davor hat sich das da entwickelt. Bodenbildung, viel dickere Bodenauflage, Vegetationsbedeckung, die artenreicher ist und auch mächtiger ausgeprägt ist. Und dann das markante Zeichen hier, die 1850er Endmoräne und Seitenmoräne, die da markant einen Wechsel der Vegetation einzeigt. Und das heißt, was alles dahinter liegt, also oberhalb, ist alles jünger als 1850. Das heißt, wenn sich die Gletscher immer weiter zurückziehen, bekommen wir immer mehr Lebensräume, wie wir sie hier finden? Ja, jeder Bereich wird auch reifer. Das heißt, er wird auch älter. Und natürlich können sich dann da Pflanzen etablieren, Boden sich entwickeln, sodass also allmählich dann auch ältere Flächen sich entwickeln, die also dann 100 Jahre alt sind, 200 Jahre alt sein werden und so weiter. Also allmählich dann die Vegetationsgemeinschaft, die wir da heraus finden, dann auch weiter in der weiteren Höhe, in der Höhenerstreckung dann auch wiederfinden werden. Das Rotmoostal wird vom Menschen auch für den Almbetrieb genutzt. Wenn hier allerdings keine Pferde oder Schafe grasen würden, dann könnte sich in dem ehemaligen Gletschergebiet sogar wieder ein Wald entwickeln. Zum Beispiel aus Zirbenbäumen. Im Bereich der 1850er Moräne entstehen auch wieder Büsche, verschiedene Blumen oder Wollgras. Im Bereich der 1920er Moräne hat sich in den letzten 100 Jahren noch nicht so viel getan. Lediglich Flechten und Moose haben sich hier schon entwickelt. Als Biologe für Süßwasserlebensräume weiß Leopold Füreder, wie artenreich auch der Gletscherbach ist, der hier fließt.
In den Bereichen mit stärkerer Strömung siedeln sich besonders interessante Lebewesen an. An Steinen ernähren sie sich zum Beispiel von Algen. Die Weidekühe des Bachs sozusagen. Wegen der hervorragenden Wasserqualität des Bachs finden wir hier unter anderem die Eintagsfliege. Das Besondere an ihr? Als Fliege kann sie an der Luft leben, als Larve im Wasser. Ja, aber das sieht man schön, gell? Die Kiemen, die so seitlich, der weiße Flaum, der da raussteht. Und zwar ist das eine doppelte Kieme, einmal die Blätter, gell, die sich auf den Stein anheften lassen. Dadurch sind sie angeheftet. Und drüber ist ein zweiter Ast, der ganz stark verästelt ist. Und die Oberfläche der Blätter und auch dieser Ast dient auch dem Gasaustausch dann. Sauerstoff in den Körper. Gell. Genial, was die Natur alles kann. Gell. Aber als Fliegen haben Sie dann keine Kiemen mehr, oder? Haben sie keine Kiemen mehr, nein, das sind dann die Erwachsene. Die haben auch ein Tracheiensystem, wo sie auch Luft atmen können natürlich und Sauerstoff aus der Luft atmen können. Das wird umgebaut. Gell. Zuerst einmal ein geschlossenes Tracheiensystem, wo nur über die Haut, über die Kiemenoberfläche ein Gasaustausch bewerkstelligt wird und dann über Öffnungen in den Körper, wo sie im Körper dann atmen und Luft atmen und da Wasser. Also Sauerstoff aus dem Wasser und dann nach der Metamorphose Sauerstoff aus der Luft. Also auch evolutionär ein Riesenschritt. Gell? Was soll, wenn wir ins Wasser springen, dass wir dann Kiemen hätten und wenn wir draußen sind, haben wir unsere Lunge. Ja, warum nicht? Praktisch schwer. War ja toll. Gell? Im Bach 50 Meter daneben finden wir einen anderen Lebensraum vor. Das liegt daran, dass es kein Gletscherbach ist. Das Wasser also nicht so konstant kalt ist wie das Schmelzwasser des Gletschers. Ist der Rotmoosferner also in wenigen Jahrzehnten verschwunden, fehlt hier auch dieser hochspezialisierte Lebensraum. Doch nicht nur die Wasserlebensräume im Rotmoostal verändern sich. Wir haben jetzt hier Vegetation, die immer weiter praktisch taleinwärts wandern würde, solange es halt eisfrei bleibt. Ist es dann so, dass alles immer weiter hochwandert? Also langläufig ist ja die Meinung, dass einfach die Vegetation höher rückt und die hochlebenden Arten nach oben ausweichen müssen und dann irgendwann von der Klippe fallen. Grundsätzlich ist dieser lineare Rückgang natürlich und diese Sukzession natürlich auch festzustellen. Aber es ist natürlich auch eine komplexe Situation. Das heißt, wir haben in jedem Bereich ein Relief, eine komplexe Situationen von sonnenexponierten, von wetterberuhigten und extremen Situationen, von Steilgebieten, von flacheren Bereichen und so weiter, wo sich also unterschiedlich Nährstoffe ansammeln können oder abgeschwemmt werden. Also es ist alles ein Effekt der vorhandenen Nährstoffe, aber auch der Temperaturverbreitung, Verteilung in diesen Abschnitten, in diesen Höhengradienten. Das ist einmal grundlegend einmal eine wichtige Situation. Manchen Arten wird es dann zu trocken, unter Umständen zu kalt. Die Schneebedeckung ist unterschiedlich und somit sind da auch Unterschiede festzustellen. Was passiert aber, wenn sich Lebensräume nicht nur verschieben, sondern ganz verschwinden? Die Prognosen für die Alpengletscher kenne ich. Bis Ende des Jahrhunderts werden weite Teile der Alpen eisfrei sein. Und auch wenn die Gletscher nicht besonders einladend wirken, auch sie sind Lebensräume. Und weil die Tierchen und Pflänzchen, die da leben, aber winzig klein sind, schauen wir sie uns nicht da vorne auf dem Gletscher an, sondern an der Uni Innsbruck, wo Birgit Sattler sie erforscht. Professorin Birgit Sattler ist auch Limnologin, also Wissenschaftlerin, die sich mit Süßwasserlebensräumen beschäftigt. Sie hat sich allerdings dem gefrorenen Wasser verschrieben und forscht am Institut für Ökologie. Ihr Forschungsgebiet: mikrobielles Leben auf Gletschern im Hochgebirge und in den Polargebieten und die Auswirkungen der Klimakrise auf diese sensiblen Ökosysteme. Wie kam es, dass du dir jetzt eben das Eis ausgesucht hast, was für Laien erstmal wie unbewohnbarer Raum wirkt? Ja, man hat dem immer gedacht und das ist ja immer so kolportiert worden, Schnee und Eis, das ist eine sterile Wüste, da kann nichts leben, da sind die Bedingungen viel zu feindlich, tiefe Temperaturen, nichts zu beißen, kein Wasser, kein flüssiges Wasser. Und Eis war eher so mal der Zugang auch zum Berggehen, auch in meiner Familie.
Und das war so dann schlussendlich diese Kombination von diesen beiden Leidenschaften. Was lebt denn im Eis? Eis ist wie ein riesengroßes Ökosystem. Das ist ein Sammelsurium an Organismen. Also wenn wir jetzt größenmäßig beginnen, wir haben Bakterien, die werden wieder von Viren befallen. Es gibt jede Menge Viren. Es gibt Pilze, verschiedene Hefen, es gibt Algen. Es gibt dann auch mehrzellige Organismen. Also das ist man dann schon im Millimeterbereich. Gletscherflöhe, die viele kennen vom Berggehen. Bärtierchen sind nicht so bekannt, aber das sind die absoluten Überlebenskünstler. Findet man auf allen Gletschern. Also es ist besiedelt mit einem sehr komplexen Nahrungsnetz und eigentlich ist der Gletscher an sich wie ein eigener Organismus. Wenn du für dich so eine ganz unfachliche, so eine ganz persönliche Rangfolge erstellen müsstest, vom coolsten bis zum langweiligsten Lebewesen im Eis, wie würde die ausschauen? Wer wäre so an der Spitze und wer wäre da als Schlusslicht? Es gibt kein langweiliges Lebewesen, weil allein die Tatsache, dass etwas im Eis leben kann, das finde ich schon so, ja, so herausragend, weil das kein Mensch kann. Also Gewebe, das bei uns erfriert, das ist Game Over, das Gewebe ist verloren. Und bei diesen Organismen, die kann ich einfrieren, auftauen, so oft ich lustig bin. Und die haben eben so spezielle Anpassungsmechanismen, dass das funktioniert. Es gibt schon coole Organismen, wie jetzt zum Beispiel das Bärtierchen, weil man dem so viel antun kann, dass es trotzdem noch überlebt. Also den kann ich auch kochen oder ins All schießen oder mit Radioaktivität beschießen. Also Kinder lieben das Bärtierchen, weil er eben immer so einen effizienten DNA-Reparaturmechanismus hat. Aber im Prinzip, nein, es gibt nichts Langweiliges im Eis. Was zeichnet diese Organismen aus? Also haben die irgendeinen Nutzen fürs Ökosystem? Naja, das ist schon ein sehr komplexes Gefüge. Also Leben im Eis ist schon etwas wie Leben am Limit und auch extrem sensibel gegenüber Veränderungen. Also wenn ein Glied rausfällt, dann fallen auch verschiedenste Funktionen weg, die dann für das nächste Glied in dieser Nahrungskette fehlen würden. Also es gibt schon bestimmte Eigenschaften, die dann wieder für den nächsten den Benefit bringen, beziehungsweise auch wieder Nährstoffe liefern. Und wenn der Nährstoffpool schon so gering ist, dann ist das durchaus relevant. Und es gibt aber auch ganz spezielle Eigenschaften, wie zum Beispiel kunststoffabbauende Organismen, die jetzt eine Kollegin entdeckt hat von mir in Gletschereis, oder ein anderer Kollege sieht Antibiotikaresistenzen von diesen Organismen. Es gibt dann auch wieder Pathogene, die über weite Strecken verfrachtet werden, im Eis deponiert, dann schmelzen sie wieder raus. Also es sind sehr spezielle Funktionen, die aber aufgrund dieser Empfindlichkeit relevant sind. Gibt es irgendwelche Folgen für das Ökosystem Alpen im Allgemeinen, wenn die Gletscher weg sind? Die Prognosen sind tatsächlich sehr schlecht. Also wir werden viele Gletscher der Ostalpen verlieren in den nächsten Jahrzehnten. Wir verlieren jetzt aber nicht nur Wasser, wir verlieren jede Menge an Biodiversität. Also die Biodiversität geht regelrecht den Bach runter. Mit den Schmelzwässern können dann vielleicht bei diesen Tallagen diese Bedingungen nicht überdauern und würden dann natürlich auch nicht mehr funktionell sein. Also wir verlieren einmal diesen sensiblen Lebensraum im Eis mit deren ganzen tollen Anpassungsmechanismen, die auch spannend sind für die Medizin zum Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es wieder ein anderes Ökosystem. Also was jetzt von oben nach unten rutscht, rutscht dann gleichermaßen von unten nach oben. Dass sich eben die Gletschervorfelder langsam wieder besiedeln mit höheren Arten, die dann eben auch mehr in die Höhe wandern können. Also diese ausgeaperten Stellen wieder neu besiedeln. Also nicht, dass mir das jetzt gefällt, aber es gibt von der Natur her immer irgendwie einen anderen Mechanismus, wo was weggeht, kommt dann eben was Neues. Ein Lebensraum verschwindet, ein neuer kommt nach. Das klingt fast, als wäre es der Lauf der Natur.
wären da nicht wir Menschen, die diesen ganz schön krass gestört haben. Leopold Füreder ist für seine Forschung oft in den Ötztaler Alpen unterwegs. Dem Gaisbergferner und dem Rotmoosferner, die wir auf unserem Ausflug im Blick haben, konnte er über die letzten Jahre förmlich beim Schmelzen zusehen. Bei der 1920er-Moräne hinten sehen wir ja nur super wenig Grün. Das heißt, innerhalb von 100 Jahren siedelt sich jetzt zumindest das, was wir mit bloßem Auge sehen können, noch nicht wahnsinnig viel an. Jetzt ziehen sich aber in den letzten Jahren die Gletscher immer schneller zurück. Wird damit dann auch die Besiedelung schneller ablaufen in Zukunft? Ja, grundsätzlich ist es so. Das heißt, innerhalb von 100 Jahren kann sich sehr viel tun. Aber dennoch ist eine Vegetationsbedeckung das Resultat oder das Vorkommen von Pflanzen das Resultat von Verfügbarkeit von Nährstoffen, von der Temperaturverteilung in dieser Meereshöhe. Wir gehen ja immer höher. Pro 1000 Meter wird die mittlere Jahrestemperatur um 6 Grad kälter. Das heißt, man muss auch diese Faktoren berücksichtigen. Das heißt, schneefrei werden oder eisfrei werden heißt noch nicht, das ist jetzt Tabula rasa, natürliches Tabula rasa, aber dass sich da alles gleich so entwickeln kann, wie man sich das so graduell vorstellt, wird nicht der Fall sein. Man wird dann dort ein Zusammenvorkommen von diesen sehr stark ausgeprägten und angepassten Arten, diesen Polster, Pflanzen und so weiter. Und zusätzlich die eingewanderten Arten wird zu einer vielleicht kurzfristigen höheren Biodiversität sogar kommen. Auch im Tierleben wird sich sehr schnell vielleicht auch eine höhere Biodiversität zeigen. Aber dann dennoch wird sich der Jahresverlauf der Temperatur, die Maximaltemperatur, Bereiche über eine bestimmte Vegetationsperiode, Sommerperiode und so weiter, wird dann ausschlaggebend sein, welche Arten sich dann wirklich etablieren können. Aber jetzt, wo die Erwärmung immer schneller geht und die Gletscher sich ja viel schneller zurückziehen, also eisfreie Alpen weitestgehend ist ja ein viel kürzerer Zeitraum als die kurze Moräne, bedeutet jetzt nicht, dass auch die Besiedelung genauso viel schneller wird, weil eben sowas wie Bodenbildung einfach seine Zeit dauert. Es wird nicht im gleichen Ausmaß natürlich, wie die Gletscher sich zurückziehen, wird man das nicht jetzt auch in der Vegetationsbedeckung sogar sehen. Unsere Leben sind viel zu kurz, um das entsprechend dann auch darstellen zu können. Aber was natürlich schon ist, das Vorkommen einer bestimmten Vegetation oder einer Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen und Mikroorganismen ist abhängig vom Nährstoffangebot, von Temperaturverhältnissen, wie sie in der Fläche im Jahresverlauf sich darstellen und in der kleinen Mosaikartigkeit des Reliefs, der Bodensituation, nämlich welche Bereiche sind exponiert zur Sonne, wo gibt es mehr Wärme und besonders der Wassergehalt natürlich. Und da wird es auch Veränderungen geben, weil sobald die Gletscher weg sind, ist ein großes Volumen an Wasserreserven ist natürlich auch weg, wo man dann fast wüstenartige Bedingungen vorfinden werden. Nämlich starke Temperatureinstrahlung im Sommer, sehr kalte Situationen im Winter, schneefreie Situationen im Winter unter Umständen, viel mehr Niederschlag in anderen Jahreszeiten. Und so wird sich dann auch eine ganz andere Artengemeinschaft etablieren können. Flechten, Spinnen und Mücken breiten sich als einige der ersten Arten dort aus, wo Gletscher sich zurückziehen, weil sie dort neue Lebensräume vorfinden. Was ist aber mit denen, die nicht mitziehen können? Alpenmurmeltiere zum Beispiel gelten als große Verlierer des Klimawandels. Besonders deutlich kann man ihr Verhalten am Fuß des Dachsteins beobachten. In den Höhenlagen, wo sie gerade leben, wird es immer öfter zu heiß. Dann ziehen sich die Nager in ihre langen Tunnelsysteme zurück. Das Problem? Je mehr Zeit sie unter der Erde verbringen, desto weniger Zeit bleibt für die Nahrungssuche. Ein anderes Problem sind die Winter. Immer häufiger gibt es erst spät im Jahr eine isolierende Schneedecke. Die Kälte dringt länger in die Höhlen ein und der wohlig warme Winterschlaf wird zu einem Zittern und Bangen, ob die Reserven des Sommers reichen, um die Tiere durch den Winter zu bringen. Hier hat man eigentlich immer ganz gute Chancen, Murmeltiere zu sehen. Und auch wir haben vorher richtig viele gesehen und die waren auch ziemlich zutraulich. Aber jetzt um kurz vor 11 ist es ihnen schon zu warm und sie haben sich in ihre Höhlen zurückgezogen.
Umziehen in höhere Gebiete ist für Murmeltiere übrigens nicht so einfach. Höhlensysteme zu graben geht nur da, wo Erde ist. Das heißt, ihr Lebensraum ist einfach räumlich begrenzt. Und wenn es in diesen Grenzen keine brauchbaren Lebensumstände gibt, dann wird's eng. Die Berge sind in Bewegung. Lebensräume verändern sich, verschwinden, breiten sich aus. Was sind die Schlussfolgerungen für die Zukunft von denen, die sich seit Jahrzehnten mit den betroffenen Gebieten beschäftigen? Du begleitest es hier, wie sich die Natur auch durch den Klimawandel verändert, ja schon sehr lange. Was ist so deine Einschätzung? Kann der Mensch irgendwas Sinnvolles dazu beitragen, dass sich die Natur an die neuen Bedingungen anpassen kann? Oder sollten wir uns lieber einfach raushalten und die Natur machen lassen? Ich denke, der Mensch hat schon sehr viel beeinflusst und störend verändert natürlich. Und da muss man sagen, da ist es besser, wenn sich der Mensch in manchen Regionen einfach zurückhält, dass man vielleicht Ballungszonen, vielleicht irgendwelche Eventbereiche sich überlegt, aber nicht die Leute unbegrenzt in alle Regionen vordringen lässt. Also da zurückhaltend. Dann natürlich muss sich der Mensch zurückhalten, um neue bauliche Bereiche zu erobern sozusagen. Aber um diese Lebensräume zu erhalten, glaubst du, gibt es sinnvolle Maßnahmen, wie wir eingreifen können? Ja, zu erhalten ist zuerst einmal die Schutzgebiete, die wir haben. Wir haben Nationalparke, wir haben Naturparke. Naturschutz muss einen langen Atem haben. Ja. Das heißt, vielleicht geht es nicht einmal so schnell wie der Klimawandel, die Veränderungen festzustellen sind, sondern Naturschutz muss sich ständig darum bemühen, erstens Bewusstsein zu bilden, dann entsprechende Maßnahmen auch, nämlich auch fachkundig und auch datenbasiert auch entsprechend dann auch zu implementieren und auch das aufzuzeigen und damit man auch lernt von dem, was man zu tun hat. Also eine langwierige Sache, aber man darf nicht aufhören, sich für den Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz einzusetzen. Eine ganz ähnliche Aussage bekomme ich vom Naturpark Ötztaler Alpen. Die Verantwortlichen dort sehen genau diese Punkte als große Zukunftsaufgaben. Menschen sensibilisieren, Wissen generieren und die passenden Maßnahmen ergreifen. Das reicht von Mobilitätskonzepten und Moorrenaturierung bis hin zu Gemeinschaftsaktionen, um invasive Arten einzudämmen oder Baumschläfer zu monitoren, um ihre Lebensweise besser zu verstehen. Denn nur was wir verstehen, können wir auch nachhaltig schützen. Nachhaltig schützen, das heißt für die Alpenvereine zum Beispiel, dass sensible Naturräume bewahrt werden müssen. Keine technischen Erschließungen für Skigebiete und Eventtourismus, sondern echte Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Die Berge sind in Bewegung und der Naturschutz braucht einen langen Atem, um mitzuhalten. Für mich war diese Recherchereise wahnsinnig spannend. Ich habe zwar immer wieder hier und da gelesen, wie sich die Natur in den Alpen verändert, aber es mal von vorne bis hinten von WissenschaftlerInnen gezeigt zu bekommen, ist schon eine ganz andere Nummer. Meine Gefühle sind ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es richtig schlimm, dass ganze Lebensräume verloren gehen. Weil auch wenn sie nicht so flauschig sind, diese Bärtierchen sind schon irgendwie ganz schön süß. Und die Murmeltiere. Auf der anderen Seite macht es mir auch Mut zu sehen, wie viele Menschen versuchen, die Natur zu verstehen und sie auch in Zukunft zu schützen. Und ich habe auch mal wieder festgestellt, dass es der Natur im Großen relativ egal ist, was passiert. Sie ist dann halt anders. Probleme macht es vor allem uns Menschen. Zum Beispiel, weil sich Niederschläge verändern oder alpine Gefahren zunehmen. Diese Probleme sind nicht nur Thema in den nächsten beiden Filmen, sondern auch bei den Alpenvereinen, wo Bergsportkonzepte angepasst, Risikomanagement neu gedacht und Hütten und Wege widerstandsfähig gemacht werden. Wie? Das seht ihr in den beiden folgenden Videos.